Wir nähen heute das Julie Top zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Näh-Tutorial auf unserem Instagram-Kanal. Nein, YouTube-Kanal. Ihr merkt, ich bin noch nicht so ganz drin, aber ich möchte es auf jeden Fall hier jetzt mal auf YouTube ausführlicher abfilmen. Vielleicht noch mal einen kleinen Disclaimer, das ist unser erstes YouTube-Näh-Tutorial, deswegen ja, es wird jetzt nicht hochprofessionell und ausgeleuchtet irgendwie sein, aber wenn ihr unsere Vlogs mögt, hoffe ich auch, dass ihr dieses Video mögt. Erstmal nochmal zum Top an sich. Das Julie Top, das habe ich letztes Jahr im Sommer auch mal genäht, weil ich auf Pinterest ganz viele verschiedene Inspo bekommen habe und dann mir dachte, ich will mir das mal selber nähen. Mit Rüschen, mit Karo-Stoff, mit Leimstoff, einfach richtig schön für den Sommer. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Exemplare da. Das habe ich aus demselben Stoff nochmal in hellrosa, das ist gerade aber in der Wäsche, weil ich es tatsächlich vorgestern auf einer Hochzeit anhatte. Das werde ich jetzt hier mit euch im Video nähen. Das ist, glaube ich, auch mein neuer Favorit. In Rot habe ich es noch, da habe ich auch die passende Hose dazu. Generell mag ich das richtig gern, beziehungsweise es ist richtig gut geeignet für so ein Set. Also das Top und dann einfach noch eine selbstgenähte Shorts dazu. Ich habe natürlich gerade auch eine an. Also wenn ihr versteht, was ich meine, stellt euch mal vor, die ist auch rot-weiß kariert. Das Top ist einfach ein super Projekt für Nähbeginner, für alle, die mal so reinschnuppern wollen, mit einem schnellen Erfolg, wie ich finde. Weil es basically eigentlich nur ein Rechteck ist, das zusammengenäht wird und gerafft wird. Man kann das mit oder ohne Träger machen, also das geht beides. Fangen wir mit dem Material an. Man braucht natürlich Stoff. Wir nehmen am liebsten alles mit Baumwolle oder Leinen oder was auch ganz schön dafür geht, ist Viskose. Das ist einfach nochmal ein bisschen leichter, auch für den Sommer und fällt dann noch fließender als vielleicht jetzt so ein Seersucker. Also das ist dieser Baumwollstoff, der noch ein bisschen mehr Struktur hat. Die ganzen Stoffe sind tatsächlich alle vom Selfmade, weil wir da einfach in Darmstadt einen haben und gerne hingehen. Also die sind alle selbst gekauft, das ist jetzt keine Werbung oder so. Das ist einfach nur ein Zufall, weil die einfach schöne karierte Stoffe haben. Man braucht den Stoff, natürlich eine Nähmaschine und in dem Fall am besten noch ein Bügeleisen. Es ist jetzt kein Drama, wenn man kein Bügeleisen hat, aber ist ganz schön. Und der Main Character von dem Top ist natürlich das Gummiband. Wir nehmen immer ganz gern unser 6 mm breites Gummiband, das wir auch immer in die Scrunchies einnähen. Aber man kann eigentlich alles benutzen, das bis zu einem Zentimeter breit ist. Und dann braucht man natürlich noch eine Stoffschere und eine Sicherheitsnadel, um dann später das Gummiband einfädeln zu können. Starten wir mal direkt rein mit unserer Stoffmenge. Die kann man nämlich auch sehr gut selbst anpassen. Und zwar schaut man im ersten Schritt, wie lang soll mein Top überhaupt werden. Man kann das auch an Tops, die man schon hat, abmessen, merkt sich dann eben diesen Wert. Und hier bei dem Top ist es wichtig, noch 20 cm mindestens, je nachdem wie viel Tunnelzug man macht, aber hier eigentlich immer in der Regel 20 cm hier dazu zu nehmen. Also sagen wir mal, mein Top soll 40 cm dann am Schluss lang sein und dann rechne ich noch die 20 cm oben drauf, also 60 cm lang. Wie breit soll der Stoff sein? Das kann man auch individuell anpassen, und zwar lege ich mir einmal den Stoff bzw. ein Maßband um die Brust und messe meinen Brustumfang. Und dann kommen da noch mindestens 20 cm drauf, weil wir das ganze ja ein bisschen gerüscht haben wollen, also locker haben wollen und nicht irgendwie anliegen. Das heißt, wäre jetzt zum Beispiel der Brustumfang 80 cm, dann mache ich mir noch 20, 25 cm drauf, sind wir um die 100 cm. Das heißt, der Stoff oder das Stoffstück wäre 100 cm lang und 60 cm breit. In dem Fall hier wollte ich jetzt ein bisschen mehr rüschen. Man sieht es auch hier ganz schön, wie breit das Top dann eigentlich ist, wenn man es so hält.
Im Gegensatz jetzt vielleicht zu dem hier. Ich glaube, hier war mein Stoff insgesamt 120 cm lang. Und ich habe es mir dann eben so weit gerüscht. Was ich noch nicht ausprobiert habe, aber auf jeden Fall noch auf meiner Liste steht, man kann da nicht nur einen Top draus machen, sondern einfach ein Kleid. Also einfach so lang, wie man eben das Kleid haben möchte und dann oben gerüscht, ist es einfach, glaube ich, ein richtig schönes Sommerkleid. So, wir haben unseren Stoff berechnet und unser Gummiband müssen wir auch noch berechnen. Das kommt aber ganz drauf an, wie viele Tunnelzüge man möchte. Also hier habe ich zum Beispiel 4 und hier nur 3 Stück. Aber prinzipiell braucht man an Gummiband seinen Brustumfang. Also wenn man das Gummiband einfach locker drum legt, dann ist ja da noch keine Spannung auf dem Gummi, dann sollte das reichen. Und das dann eben entweder 3-mal oder 4-mal, wie viele Tunnelzüge man eben haben möchte. Vielleicht merkt man es auch jetzt schon, wie man es auch in unseren Vlogs merkt, wenn wir irgendwas Kreatives erschaffen, irgendwas nähen oder stricken oder häkeln. Es ist alles von uns irgendwie ausgedacht und Pi mal Daumen. Das heißt, ich habe hier keine Vorgabe, 2 Meter Stoff und 2,50 Meter Gummiband, sondern man kann das eben sehr gut auf seinen eigenen Körper abstimmen. Ja, ich glaube, das waren alle Punkte, die ich jetzt erstmal als Infos mir aufgeschrieben habe. Und jetzt würde ich sagen, geht's ab ins Nähzimmer. So, ich befinde mich jetzt am Zuschneidetisch und habe mir schon mal mein Stoffstück einmal umgefaltet. Also den Umschlag, den haben wir ja vorhin gesagt, der soll 20 cm betragen. Und den brauchen wir, weil dort die Tunnelzüge eingenäht werden. Also hier nähen wir gleich entlang, um uns Tunnel zu kreieren, in die wir dann später unser Gummiband einfädeln. Das heißt, den Stoff einmal hinlegen und mit 20 cm umschlagen und feststecken, weil wir das jetzt oben einmal glatt bügeln. Ich schnipp's jetzt einmal und dann ist es glatt gebügelt. Naja, den Übergang ignorieren wir mal. Was man noch dazu sagen muss, wir nutzen ja ganz gerne zum Beispiel Seersucker oder Stoffe, die auf beiden Seiten gleich sind. Deswegen ist es egal, was quasi die schöne und die unschöne Seite ist. Aber wenn ihr Stoffe benutzt, die auf der einen Seite eben deutlich zu erkennen die schöne Seite sind, dann ist das jetzt die unschöne Seite. Also das ist innen von eurem Top, die linke Seite, und das ist außen und sollte die schöne Seite sein. Jetzt markieren wir uns unsere Nähte, die gleich folgen, also wo die Tunnelzüge platziert werden sollen. Also ich markiere mir vom oberen Rand, also hier ist quasi das oben von eurem Top, 3 cm kommt die erste Naht und nach 1 Zentimeter dann die zweite und hier ist dann quasi der erste Tunnel. Und ich habe ja schon gesagt, ihr könnt so viele Tunnelzüge, wie ihr mögt, platzieren. Also ich hatte jetzt so im Schnitt 3 bis 4, aber ihr könnt da auch ja einfach nur oben einen Tunnel oder so viele, wie ihr eben mögt, wie ihr euch euer Design vorstellt. Das heißt, ich gehe wieder 3 cm weiter und mache da einen Zentimeter breiten Abstand, eine Markierung. 1, 2, 3. Und ihr könnt dann über die ganze Länge des Tops, weil ihr ja so näht, euch noch mehrere Markierungen machen, dass ihr auch gerade näht. Und dann geht es auch schon ab an die Nähmaschine. Alle Tunnelzüge wurden genäht. Und jetzt kann es eigentlich auch schon ans Einfällen gehen. Das Stoffende hier wird dann noch mit einer Overlock versäubert oder mit einem Zickzackstich. Das überspringe ich jetzt mal, weil wir direkt ans Eingemachte gehen. Das Schöne an dem Top ist, dass ihr es erst anprobieren könnt und dann nochmal die Gummibänder verstellen könnt. Also je nachdem, wie eng oder wie locker es sein soll, fädeln wir jetzt erstmal ein und dann schauen wir weiter. Mein eines Ende an der Sicherheitsnadel und fädel das Ganze hier durch. Wenn ihr merkt, dass es langsam hier hinten raus bzw. reinrutschen kann, dann befestigen wir uns das Ganze
schon mal mit einer Sicherheitsnadel an Ort und Stelle, dass da quasi nichts verrutschen kann. So, wir sind am anderen Ende angelangt und fixieren uns das Ende auch nochmal, damit nichts verrutscht. Dann können wir nämlich auch die Sicherheitsnadel wieder rausnehmen. Man sieht jetzt schon langsam die Rüschen. Und jetzt, gleiches Schema, werden alle 3 Tunnelzüge befüllt. So, ich habe alles eingefädelt. Es ist noch nicht gleichmäßig quasi, wie nennt man es, gerüscht. Aber das kommt noch, weil wir jetzt schon mal die Seiten zunähen. Also das ist ja quasi die schöne Seite. Ich drehe es mal um. Man nennt ja so zusammen das Schöne auf schöne Seite. Heißt, ich lege mir das so. Und wir nähen jetzt hier an der Seite entlang. Ihr könnt übrigens auch erst noch den unteren Rand mit einer Overlock oder mit einem Zickzackstich versäubern. Ich mache das später. Das heißt, ich lege mir das so, nähe alles seitlich zu, bis auf die Tunnelzüge. Also, dass wir den Gummi, oh, jetzt geht mir hier eine Stecknadel raus, dass wir den Gummi dann noch bewegen können. Also, ihr könnt die Zwischenräume nähen und hier oben, aber noch nicht über den Gummi drüber. Ich habe es gerade mal umgedreht. Jetzt kann anprobiert werden. Und mein Tipp für Anti-Pieksen bei Stecknadeln: Wir können die Stecknadeln rausnehmen und uns die Gummibänder einfach zusammenknoten. Also damit die mir eben nicht abhauen, mache ich hier einfach einen Knoten rein. Und dann kann ich auch die Stecknadeln rausnehmen. Tada! Die erste Anprobe, und es fühlt sich alles eigentlich schon ganz sicher an. Also so von der Gleichmäßigkeit her bin ich eigentlich voll zufrieden. Und man sieht hier, meine Knoten sind am Anschlag. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier unterhalb vom Knoten einmal drüber nähen, weil ich ja genauso happy bin damit. Und ansonsten kann man eben hier noch so weit ziehen, wie es nötig ist, und hier zum Beispiel noch einen engeren Knoten machen, damit man da Orientierung hat. Ich schneide meine Knoten jetzt noch ab, weil die mich wahrscheinlich irgendwann stören werden durch den Druck. Werden noch alle offenen Säume, sage ich jetzt mal, versäubert. So schnell geht's und man hat ein cutes Sommertop. Und wenn man jetzt noch Träger bzw. Schleifen haben möchte, die kann man entweder aus demselben Stoff sich selbst machen, indem man einfach ein schmales Stoffstück umbügelt und umnäht, oder auch zum Beispiel ein Satinband irgendwie nimmt oder irgendein Band, das einem halt gefällt. Und hier finde ich es ganz wichtig, dass man die Träger dann nicht hier oben annäht, weil das oben soll eher so ein Zierpart sein, sondern man kann dann einfach die beiden Nähte, die eh schon da sind, nutzen und seinen Träger dann hier anlegen. Ich versuche das jetzt mal zu demonstrieren. Den dann hier platzieren und gerade nochmal die Naht, die eh schon da ist, nutzen, um den hier anzunähen. Und dann ist er hier oben wieder locker und kann geknotet werden oder wie auch immer man das möchte.